Ich liebe Familienfeste. Besonders, wenn sie so harmonisch sind. Und gar keiner mehr davon spricht, dass Ansgar seinen Vater aus purer Habgier aus dem Weg räumen wollte. Du hast doch eine andere. Quatsch. Das kannst du mir schon sagen. Ich fange nicht an zu heulen. Es hat nichts mit der anderen Frau zu tun. Wirklich nicht. Was ist es dann? Also, ich meine, wir beide. Das wird doch niemals gut gehen. Wenn du meinst. Ich hatte bis gestern nicht dieses Gefühl. Warum? Du bist Lehrerin und ich bin nur... Gerade erst Student. Nein. Ja. Nein. Mein Gott, was denn nun? Anne, was ich dir sagen will, ist... Ich bin einfach noch zu jung für dich. Alle so schweigsam. Ich habe doch hoffentlich niemanden den Appetit verdorben. Tanja, es hat seinen Grund, warum du bei den gemeinsamen Mahlzeiten nicht erwünscht bist. Da bin ich ja nicht die Einzige. Wenn du nicht gerade Psychopathen entwaffnest, bist du genauso wenig erwünscht. Jeder im Raum hier denkt dasselbe, Ansgar. Du kannst 100-mal den Helden spielen. Letztendlich bleibst du nur ein heimtückischer Vatermörder. Frau von Anstetten, bitte. Oh, war ich mal wieder zu ehrlich? Ich wollte diese rührende Wiederversöhnung auch gar nicht stören. Ich wollte nur einen Blick auf meinen kleinen Engel werfen. Er ist so süß. Ich hoffe übrigens, Ansgar hatte diesmal keine Gelegenheit, etwas ins Essen zu mischen. Jetzt verschwinde endlich. Guten Appetit! Ich gehe dann wohl besser. Warte. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht verletzen. Glaubst du, mir ist nicht auch schon aufgefallen, dass ich ein paar Jahre älter bin als du? Hat dir das bis jetzt wirklich was ausgemacht? Nein. Na also. Wenn man sich mag, dann kommt es doch nicht aufs Alter an. Oder steckt doch noch was anderes dahinter? Abgesehen davon bist du doch kein kleiner Junge mehr, sondern ein ziemlich attraktiver Mann. Soll ich dir was verraten? Es schmeichelt mir sehr, dass du dich für so eine alte Frau wie mich interessierst. Ja, wo wollen wir? Da drüben oder hier? Wo immer Sie möchten. Hm? Ach, das wäre doch nicht nötig. Das schöne Jackett. Das gebe ich bei mir in der Klinik einfach mit in die Wäsche. So, Ein spontanes Picknick. Haben Sie immer so gute Ideen? das bietet sich doch an bei dem herrlichen Wetter. Also die Damen, die mir bisher geantwortet haben, legten meist Wert auf Treffen in gehobenen Cafés oder Restaurants. Oh, darin verbringe ich schon einen Großteil meines Lebens. Und Sie haben schon öfter Kontaktanzeigen aufgegeben? Tja, aber bislang hatte ich kein Glück, wie Sie merken. Wissen Sie, nach dem Tod meiner Frau fällt es mir nicht leicht, neue Bekanntschaften zu machen. Deshalb habe ich mich lange zu sehr in meine Arbeit gestürzt. Und Sie arbeiten im Krankenhaus, wenn ich das richtig verstanden habe? Richtig? Da sind Sie nicht zu beneiden. Nach dem, was man in letzter Zeit so hört, ist das ja alles andere als ein Traumjob. Also ich kann nicht klagen. Dann haben Sie wahrscheinlich einen netten Chef. Kann man so sagen. Der Chefarzt bin ich nämlich selbst. Oh,
Aber jetzt sollten wir anstoßen, bevor der Sekt noch ganz warm wird. Ja. So. Auf Sie. Na? Hallo. Die letzten Sommertage ausnutzen? Setz dich doch. Danke. Na, seit letzter Woche ist mir irgendwie mehr nach freiem Himmel als nach geschlossenen Räumen. Geht mir genauso. Ja, und spannende Krimis vertrage ich auch nicht mehr. Unser Retter ist übrigens auf dem Schloss. Ansgar, habe ich mitbekommen. Ich dachte, es würde dich vielleicht interessieren. Wieso? Mir brauchst du doch nichts vorzumachen. Du weißt doch, ich bin neugierig, indiskret und weiß über alles bestens Bescheid. Ja, die Familie hat ihn zum Essen eingeladen. Anscheinend wollen sie sich wieder versöhnen. Ich weiß zwar nicht genau, was Ansgar alles angerichtet hat, aber nach seinem Einsatz bei der Geiselnahme, er hat uns da alle rausgeholt. Er hätte es verdient, dass sein Vater wieder auf ihn zugeht. Und dann käme er bestimmt auch wieder öfter hier nach Königsbrunn. Wahrscheinlich. Na, zumindest lässt der Kleine sich nicht so schnell aufwecken. Ja, bei dem braven Kerl. Was beschwerst du dich da eigentlich über Schlafmangel? Meine Nachtruhe interessiert euch doch einen Dreck. Jetzt gebt's doch zu, ihr könnt's doch alle kaum erwarten, bis ich endlich verschwunden bin. Lass dich nicht aufhalten. Na toll. Tanjas Gift wirkt. Ansgar, bitte, du weißt doch, was von dieser impertinenten Person zu halten ist. Ja. Dann erklär mir doch mal, warum du sie hier auf dem Schloss wohnen lässt. Diese Tatsache haben wir auch dir zu verdanken. Natürlich. Ich bin ja ohnehin an allem schuld in dieser Familie. Frau von Anstetten hat recht. Es war eine Schnapsidee, dich einzuladen. Was du Vater angetan hast, kann man nicht vergessen. Wie ich diese Scheinheiligkeit hasse. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich bleib immer der Aussätzige. Nur meine lieben Geschwister, die dürfen sich alles erlauben. Hier, jahrelanges Lügen aus Feigheit. Scheinhochzeit. Den Namen von Lahnstein in den Dreck ziehen. Längst vergessen. Oder unser Ehebrecher, der dir sogar die Frau ausspannt. Hältst du es für angebracht, einen Ehebruch mit einem versuchten Mord zu vergleichen? Ach, bitte. Wie oft denn noch? Ich wollte dich nicht umbringen. Aber wahrscheinlich muss ich erst auf Knien angekrochen kommen, damit du mir endlich verzeihst. Nein. Eine Spur Reue und Einsicht hätten es auch. Klar. Und wozu? Damit ihr hier euch noch über das schwarze Schaf in der Familie lustig machen könnt? Kleiner, ich ertrag sie auch nicht länger. Ach, vielen Dank für die Einladung. Einmal so stürmisch. Eben wolltest du mich noch abservieren. Sorry, ich dachte... Ich würde es halt gern langsam angehen. Ja, klar. Hey, kein Grund so zu gucken. Ich genieße es mit dir. Aber ich muss auch noch eine Klassenarbeit für morgen vorbereiten. Kein Problem. Ich habe auch noch eine ganze Menge zu tun. Morgen Nachmittag hätte ich vielleicht Zeit. Wir können ja telefonieren. Jedenfalls, wenn du mich noch mal sehen möchtest. Ja, klar. Und? Wirklich keine Angst mehr vor mir? Quatsch. Da habe ich ja Glück.
Karibiksonne, eine milde Brise, das weite Meer. Die Yacht segelt, wohin wir wollen. Könnten Sie sich einen solchen Turn vorstellen? Mit dem größten Vergnügen sogar. Immer zum falschen Zeitpunkt, entschuldigen Sie. Schneider? Ach, Charlie, schön, dass ich Sie erreiche. Hier ist Bernd. Was gibt's denn? Ich habe eine Autopanne. Ich stehe auf so einer gottverlassenen Landstraße und finde niemanden, der mich abschleppen könnte. Ach, das ist jetzt sehr ungünstig. Mistvieh. Bitte? Ach, Entschuldigung, eine Wespe. Charlie, bitte. Ich werde Ihnen das nie vergessen. Nein, wir sind gerade bei einer ungewöhnlichen Verkostung französischer Käsespezialitäten. Ja, aber wir könnten noch später zusammen weiterschlemmen. Wissen Sie was, rufen Sie einfach den Pannenservice an. Ja, viel Glück. Gibt es da noch jemanden in Ihrem Leben? Ab und zu einen Verehrer, aber keinen, der mir wirklich etwas bedeutet. Niemand, mit dem Sie am liebsten alles teilen würden? Da hockt jemand im Gebüsch. Ein Spanner! Los, Else, pass! Scheiße. Ich gehe dann mal wieder an die Arbeit. Aber ich dachte, wir trinken noch eine Tasse Tee zusammen. Die läuft uns nicht weg. Guten Tag, Herr Graf. Du fährst schon wieder? Ist irgendwas mit dem Kleinen nicht in Ordnung? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Verlogenheit seiner Familie ihm auf den Magen geschlagen ist. Doch nicht so gut gelaufen da drin? Gut, wäre wohl eher der falsche Ausdruck, richtig. Ich hatte gehofft, dass ihr euch wieder versöhnen würdet. Ja, das hatte ich auch gehofft, aber zu einer Versöhnung gehören nun mal zwei. Warum haben sie dich dann zum Essen eingeladen? Um mich zu demütigen vielleicht? Diese ganze Einladung war eine einzige Heuchelei. Statt Freundlichkeiten gab es Beleidigungen. Abgesehen davon mag ich es nicht, wenn mich jemand anschreit. Ja, Nathalie, so ist es nun mal. Meine Familie hasst mich. Die werden mir nie verzeihen. Doch, das werden sie. Vielleicht musst du ihnen einfach nur noch ein bisschen Zeit geben. Was soll ich denn noch tun, um wieder in den Kreis dieser Familie aufgenommen zu werden? Soll ich mich vielleicht bei der nächsten Geiselnahme erschießen lassen? Lass mich los, du Mistvieh! Hau ab! Hilfe! Hau ab! Was soll das? Nehmen Sie den Hund zurück! Wieso begaffen Sie meine Freundin? Sind Sie verrückt? Wie kommen Sie denn darauf? Perverses Schwein. Das ist ein Missverständnis. Ihre Freundin interessiert mich doch überhaupt nicht. Oh, mein Gott! Ach nein. Wollen Sie damit vielleicht sagen, meine Freundin ist hässlich? Ich kann Ihnen doch alles erklären. Ich bin Privatdetektiv. Jetzt nehmen Sie den Hund von mir runter, bitte. Im Gegenteil. Ich werde Ihnen jetzt erst mal zeigen, was Else mit Typen wie Ihnen macht. Was sind Sie verrückt? Hilfe! Frau Schneider! Ich werde gefressen! Das Vieh zerfetzt mich in Stücke! Hilfe! Frau Schneider! Frau Schneider! Bernd? Charlie, sagen Sie diesen Idioten, Sie sollen den Hund von mir runternehmen. Sie kennen diesen Spanner? Ach, Herr von Beinbach ist doch kein Spanner. Also bitte machen Sie. Verzeihen Sie. Na? Sie sind ja gemeingefährlich! Unglaublich, die sollte man verklagen. Und Ihren Mist könnt ihr gleich einschläfern! Was machen Sie eigentlich hier im Gebüsch? Ich dachte, Sie sitzen mutterseelenallein auf einer Landstraße. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Weißt du, was Ansgar gerade wieder gebracht hat? Der macht Johannes einmal einen Schritt auf ihn zu und er macht... Was ist mit dir los? Wieso? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous Chansons? donne rien, qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est Du hast Anna alles gestanden, oder? alors on tend la main. Dass du ein vermisster Schüler bist. Pourtant quelqu'un m'a dit. Ja, Nico, du hattest recht. Wir hätten einen anderen Weg finden müssen, um uns für Ansgars Hilfe zu bedanken.
Du wolltest eine Annäherung. Ein Versuch war es wert. So ein Fiasko konnte niemand ahnen. Nathalie, beruhig dich erstmal. Das ist nicht fair, wie ihr mit Ansgar umgeht. Entschuldigen Sie, Herr Graf. Ja, schon gut, Frau Kepler, danke. Warum tut ihr ihm das an? Wovon redest du? Ohne ihn wären wir jetzt vielleicht schon alle tot? Ja, das stimmt. Ansgar war mutig und selbstlos. Aber eine einzige Tat reicht nun mal nicht, um sich wieder komplett reinzuwaschen. Und anstatt euch bei ihm zu bedanken und euch zu versöhnen, beleidigt ihr ihn auch noch? Ach, ist das Ansgars Version? Typisch. Es stellt sich wohl eher die Frage, wer hier wen beleidigt hat. Scheinheilig, Lügnerin, Ehebrecher. Willst du noch mehr Kostproben von Ansgars Auftritt? Das macht eine Annäherung nicht unbedingt leichter. Es ehrt dich, dass du dich nach wie vor für Ansgar einsetzt. Aber wenn du eben erlebt hättest, wie er sich hier aufgeführt hat. Ich bin mir sicher, du wärst jetzt anderer Meinung, Nathalie. Wir haben uns ehrlich bemüht. Ist nur ein Kratzer. In ein paar Tagen merken Sie nichts mehr davon. Ja, hoffentlich. Ich begreife immer noch nicht, weshalb Sie da im Gebüsch hockten. Ja, Herrgott, noch meine. Natürlich habe ich dieses junge Ding nicht angestarrt. Ich bin ihm nachgegangen. Und der Anruf? Ja, als ich sie beide da so lachen sah und Sekt anstoßen, da war ich plötzlich. Eifersüchtig? Ja. Charlie, außerdem habe ich mir Sorgen gemacht. Ich bitte Sie, ein wildfremder Mann. Erst heute habe ich wieder was über einen Heiratsschwindler in der Zeitung gelesen. Ich muss doch sehr bitten. Oh, das meint ihr nicht persönlich. Ich weiß ja, ich habe mich daneben benommen. Ich konnte es einfach nicht mit ansehen. Charlie, außerdem eine Kontaktanzeige. Das haben Sie nun wirklich nicht nötig. Schönen Tag noch. Danke. Nathalie, warte doch! Nathalie! Jetzt rede doch erst mal mit mir. Was war denn gerade los? Ja, was wohl? Ich habe mich da drin gerade komplett zum Affen gemacht. Das wollte ich dir ersparen. Es war natürlich Ansgar, der den Eklat ausgelöst hat und nicht Johannes oder Carla. Mann, und ich blöde Kuh, ich fall auch jedes Mal wieder auf ihn rein. Meinst du, er weiß eigentlich, was er in seiner Familie anrichtet? Oder spielt er mir nur was vor? Willst du die ehrliche Antwort? Bleib lieber hier. Ich sag ihm jetzt noch einmal ins Gesicht, was er für ein Mistkerl ist, und dann sieht er mich nie wieder. Sieh das Ganze positiv. Eine Beziehung zur eigenen Lehrerin, das kann nicht gut gehen. Wahrscheinlich. Irgendwann wär's sowieso rausgekommen. Und dann hätte sie womöglich ihren Job verloren. Wie hat sie es denn aufgenommen? Eigentlich ganz cool. Und wegen des Schwänzens? Gibt's da Ärger? Da haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Klar, gab ja auch Wichtigeres, ne? Ja. Lass uns irgendwas machen. Sport oder... Hey, abreagieren kann man sich auch bei irgendeinem Videoballer spielen. Okay, ja. Hey, Kopf hoch. Das Schlimmste ist jetzt vorbei. Wenigstens musst du niemanden mehr anlügen. Ehrlich gesagt, ich wundere mich, dass Sie diesen Bernd trotz allem in Schutz nehmen. Das tue ich doch gar nicht. Der Mann ist nicht ehrlich zu Ihnen. Glauben Sie mir, für Menschen habe ich ein gutes Gespür. Wollen Sie damit andeuten, ich nicht? Keineswegs, nur... Wissen Sie, in Bernd haben sich schon viele getäuscht. Dabei ist er ein liebevoller Vater. Er ist humorvoll, charmant und der beste Tänzer, den ich kenne. Ich bedanke mich für den netten Nachmittag. Sie wollen schon gehen? Ihr Bekannter hat völlig recht. Sie haben es wirklich nicht nötig, auf eine Kontaktanzeige zu antworten. Sie haben den Richtigen schon längst gefunden.
Kann ich dir auch was anbieten? Danke, verzichte. Ich habe mich gerade vor deiner Familie blamiert. Nicht Sie haben mit dem Streit angefangen. Du hast mich mal wieder eiskalt belogen, Ansgar. Das ist doch gar nicht wahr. Ja, vielleicht habe ich als Erste die Kontenance verloren. Na und? Kannst du dir vorstellen, wie verletzend es ist, wenn man aus jedem Satz und aus jedem Blick den Hass der eigenen Geschwister spürt? Johannes hat dich eingeladen und dir die Hand gereicht. Ja, aus schlechtem Gewissen. Aber nicht, weil er sich wirklich bedanken wollte oder gar versöhnen. Ansgar, das ist nicht wahr. Deine Familie hasst dich nicht. Sie ist enttäuscht. Und ich kann sie gut verstehen. Nach der Geiselnahme haben wir alle gehofft, du hättest dich verändert. Weißt du was? Manchmal wünsche ich mir, ich hätte mich aus dieser ganzen Geschichte einfach rausgehalten. Dir wäre es jetzt lieber, wenn deine Geschwister tot wären? Was würde das denn für einen Unterschied machen? Ich habe doch ohnehin keine Familie mehr. Halt die Klappe! Du bleibst jetzt da drin. Kürte ist das Letzte, was ich jetzt ertrage. Ruhe! Oder du fliegst ganz raus! Oh Mann, hat man denn hier nie seine Ruhe? Charlie? Darf ich? Ich muss mit Ihnen reden. Vorhin im Park, da... Ja, ich weiß, ich war aufdringlich. Anmaßend. Nein, ich habe nur gemerkt, dass sich meine Gefühle für Sie in den letzten Wochen verändert haben. Aha, das habe ich befürchtet. Vielleicht wollte ich es mir nicht eingestehen oder ich habe mich nicht getraut. Ja, ist doch schon gut. Schon gut. Sie wollen mich nicht mehr sehen und wissen Sie was? Ich kann es Ihnen ja nicht mal verübeln. Jetzt hören Sie mir doch mal zu. Du bist das gleiche selbstsüchtige Scheusal wie eh und je. Und ich war fast dabei, schon wieder auf dich reinzufallen. Zum Glück habe ich noch rechtzeitig gemerkt. Nathalie, Du bist für mich gestorben, Ansgar. Ein für alle Mal. Nathalie, jetzt warte doch mal. Gott, noch mal. Ja, ich geb's zu, ich habe gelogen. Aber ich bin wirklich froh, dass ich mich aus der Geiselnahme nicht rausgehalten habe. Was soll das jetzt noch? Allerdings habe ich es nicht für Leo oder für Carla oder für Nico getan, sondern weil ich was anderes nicht ertragen hätte. Dass dir was passiert. Mach dich nicht lächerlich. Hey! Ich weiß, in den letzten Monaten ist eine Menge vorgefallen, aber du musst mir eins glauben. Ich habe keine Sekunde aufgehört, dich zu lieben. To your heart.